My question is, if you were starting out again today in your early 30s, what would you do differently or the same in today's environment to replicate your success? In short, Mr. Buffett, how can I make $30 billion? I mean, if I were getting out of school today and I had $10,000 to invest, Ob du es glaubst oder nicht, der Milliardär Warren Buffett war kein reicher Millionärserbe. Er startete mit einer kleinen Summe, genauso wie die meisten von uns. Wir schauen uns heute Ausschnitte aus seinen jährlichen Aktionärsversammlungen an, in denen er verrät, wie er aus kleinen Geldbeträgen von $10.000 oder weniger ein Millionenvermögen machte. Viel Spaß beim Video. My question is, if you were investing a small sum today, which approach would you use? well, I would use the approach that I think I'm using now of trying to search out businesses where I think they're selling at the lowest price relative to the discounted cash they would produce in the future. But if I were working with a small amount of money, the universe would be huge compared to the universe of possible ideas I work with now. Also Buffett spricht hier an, dass er mit wenig Geld viel mehr Möglichkeiten hätte zu investieren und mehr Möglichkeiten bedeuten mehr Chancen. Das bedeutet, dass wir als Kleinanleger einen riesen Vorteil gegenüber den riesigen Vermögensverwaltern haben. Denn wie soll ein Warren Buffett mit 100 Milliarden an Cash in ein Unternehmen investieren, das nur 50 Millionen wert ist? Das ist ungefähr wie wenn ich einen Elefanten durch ein Schlüsselloch pressen will. Es funktioniert schlichtweg nicht. You mentioned that 56 to 69 was the best period. Actually, my best period was before that. It was from right after I met Ben Graham in early 1951. But from the end of 1950 through the next 10 years, actually returns averaged about 50% a year. And I think they were 37 points better than the Dow per year, something like that. But I was working with a tiny, tiny, tiny amount of money. And so I would pour through volumes of businesses, and I would find one or two that I could put $10,000 into or $15,000 into that were just ridiculous. They were ridiculously cheap. And obviously, as the money increased, the universe of possible ideas started shrinking dramatically. Also Buffett durchsuchte damals alle Unternehmen, die er in den verschiedenen Registern finden konnte, um die besten 1, 2 herauszufiltern. Heute ist das viel einfacher. Ich kann meine 3 bis 4 Investmentkriterien festlegen, die in meinen Screener eingeben und bekomme weltweit alle Unternehmen ausgespuckt, die dann zu diesen Kriterien passen. Das geht beispielsweise bei simplywall.st oder auch bei finviz.com. Wie ich persönlich Screener nutze, um unterbewertete Unternehmen zu finden, dazu habe ich bereits ein Video gedreht. Das findest du oben rechts in der Infokarte. The times were also better for doing it in that time. But I think if you're working with a small amount of money, with exactly the same background that Charlie and I have, and same ideas, same whatever ability we have, I think you can make very significant sums. But as soon as you start getting the money up into the millions, many millions, the curve on expectable results falls off just dramatically. But that's the nature of it. You've got to, when you get up to things you can put millions of dollars into, you've got a lot of competition looking at that, and they're not looking as I did when I started. When I started, I went through the pages of the manuals page by page. I mean, I probably went through 20,000 pages in the Moody's Industrial, Transportation, Banks, and Finance manuals. And I did it twice. And I actually, looked at every business. I didn't look very hard at some. Well, that's not a practical way to invest tens or hundreds of millions of dollars. So I would say if you're working with a small sum of money and you're really interested in the business and willing to do the work, you will find something. If you were, there's no question about it in my mind. You will find some things that promise very large returns compared to what we will be able to deliver with large sums of money. Also das Wichtigste, was ich hier mitnehme, investiere in kleine oder mittelgroße Unternehmen, wenn du langfristig den Markt schlagen möchtest. Das bedeutet, wenn wir das Beispiel des deutschen Aktienmarkts nehmen, der DAX enthält die großen Unternehmen, der MDAX, abgeleitet von Mid-Cap DAX, die mittelgroßen Unternehmen,
und der S-DAX, abgeleitet von Small Cap DAX, die Kleinunternehmen. Der Grund für die Suche bei den kleineren Unternehmen ist zum einen das größere Potenzial zu wachsen. Ein Unternehmen wie Daimler, das schon den weltweiten Markt mit Autos beliefert, tut sich einfach schwerer, noch weiter zu wachsen, als ein kleines Unternehmen, das aktuell nur im eigenen Land Produkte verkauft. Zudem gibt es bei kleineren Unternehmen eine größere Chance, dass sie unter dem Radar vieler Analysten fliegen. Das heißt, die Chance ist größer, dass hier der Markt ineffizient arbeitet, was schöne Rabatte und Schnäppchen bedeutet. Natürlich bringen solche kleinen Unternehmen auch deutlich mehr Risiko mit sich, weshalb es hier wichtig ist, dass die Finanzen stimmen. Das heißt, eine geringe Verschuldung und idealerweise viel Cash auf der Seite als Puffer für schlechte Zeiten. Good afternoon, Mr. Buffett and Mr. Munger. My name is Grant Morgan. I'm here from New York City. Earlier you had acknowledged that it is a more difficult investment and business environment today than it was when you first started out. My question is, if you were starting out again today in your early 30s, what would you do differently or the same in today's environment to replicate your success? In short, Mr. Buffett, how can I make $30 billion? Start young. Charlie's always said that the big thing about it is we started building this little snowball on top of a very long hill. So we started at a very early age in rolling the snowball down. And of course, the snowball, the nature of compound interest is it behaves like a snowball of sticky snow. And the trick is to have a very long hill, which means either starting very young or living to be very old. I would do it exactly the same way if I were doing it in the investment world. I mean, if I were getting out of school today and I had $10,000 to invest, I'd start with the A's. I would start going right through companies, and I probably would focus on smaller companies because I would be working with smaller sums, and there's more chance that something is overlooked in that arena. And as Charlie has said earlier, it won't be like doing that in 1951 when you could leaf through and find all kinds of things that just leapt off the page at you. But that's the only way to do it. I mean, you have to buy businesses or little pieces of businesses called stocks, and you have to buy them at attractive prices, and you have to buy them you have to buy into good businesses. And that advice will be the same 100 years from now in terms of investing. That's what it's all about. And you can't expect anybody else to do it for you. Ja, die Aufnahmen dieser Aktionärsversammlung, auf der Buffett hier spricht, sind aus dem Jahr 1999, also kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, und er spricht davon, dass es zu diesem Zeitpunkt deutlich schwieriger war, als noch vor 40 Jahren günstige Unternehmen zu finden. Er sagt aber auch, der Ratschlag würde sich in 100 Jahren nicht von heute unterscheiden. Das heißt, es gibt dieses Grundprinzip, auf dem alles aufgebaut ist, und das ist, Unternehmen zu kaufen, deren Preis unter ihrem aktuellen Wert steht. Und Buffett versucht eben nicht leicht unterbewertete Unternehmen zu finden, sondern er geht alle Werte durch, die es da gibt, und sucht sich die wenigen aus, die stark unterbewertet sind. Somit nutzt er das größte Aufwärtspotenzial und erzielt die größtmöglichen Renditen. When I first visited Geico in January of 1951, I went back to Columbia, and that rest of that year I subsequently went down to Blythe and Company, and actually to one other firm that was a leading, Geyer and Company, that was a leading analyst in insurance. And I thought I'd discovered this wonderful thing, and I'd see what these great investment houses that specialized in insurance stocks said, and they said I didn't know what I was talking about. It wasn't of any interest to them. You've got to follow your own. You've got to learn what you know and what you don't know, and within the arena of what you know, you have to pursue it very vigorously and act on it when you find it. And you can't look around for people to agree with you. You can't look around for people to even know what you're talking about. You have to think for yourself. And if you do, you'll find things. Das, was er erzählt, ist unfassbar spannend, weil es den Privatanlegern heute immer noch eingeredet wird. Sie wüssten nicht, was sie tun, und sollen das Investieren den Großen überlassen. Buffett fand mit dem Autoversicherer Geico im Jahr 1951 eines seiner besten Investments, die er je tätigte. Und was sagten die Analysten, die auf die Versicherungsbranche spezialisiert waren? Buffett habe keine Ahnung, wovon er hier spreche. Und am Ende hatte der 21-jährige Buffett tatsächlich gegenüber all diesen spezialisierten Analysten recht behalten. Das bedeutet, wenn du beruflich eine bestimmte Branche besser verstehst als die Analysten, wenn du Einblicke hast, die andere Leute nicht haben,
dann kann das ein riesiger Investmentvorteil sein. Nicht nur Buffett, sondern auch Peter Lynch predigten es: Kaufe nur Unternehmen, die du auch verstehst. Denn dann hast du auch das Vertrauen in die Firma, deine Aktien zu halten, wenn der Kurs einbricht. Du kannst beispielsweise unterscheiden, ob der Kurseinsturz etwas mit dem Geschäft zu tun hat oder ob es das natürliche Auf und Ab der Börse ist. Wenn du ein Unternehmen also von A bis Z verstehst, dann ist das wie eine Landkarte, die dich im Börsendschungel von A nach B bringt. Charlie? Yeah, the hard part of the process for most people is the first $100,000. If you have a standing start at zero, getting together $100,000 is a long struggle for most people. And I would argue that the people who get there relatively quickly are helped if they're passionate about being rational, very eager and opportunistic, and steadily underspend their income grossly. I think those three factors are very helpful. Charlie Munger nennt hier 3 wichtige Eigenschaften, um aus wenig Geld ein Vermögen zu machen. Erstens, weniger ausgeben als einnehmen, also überhaupt erstmal Geld zur Seite schaffen. Zweitens, sich rational zu verhalten, was oft schwerer ist, als es klingt, gerade wenn die Medien im Panikmodus sind und der Aktienmarkt einstürzt. Und drittens, den Ehrgeiz zu besitzen, diese Strategie auch durchzuziehen. Das heißt, unterbewertete Aktien kaufen und auch zu halten, wenn diese einmal fallen. Und nur dann zuzuschlagen, wenn es wirklich Schnäppchen gibt. Und das erfordert viel Ehrgeiz und eine positive Einstellung. Was für mich persönlich sehr ermutigend ist, er sagt, die ersten $100.000 seien die schwersten. Also das Schwere ist, den Schneeball erstmal ins Rollen zu bekommen. Das ist die größte Herausforderung. Wenn er dann einmal rollt, dann ist er schwer aufzuhalten. Denn mit mehr Geld lässt sich leichter noch mehr Geld verdienen. Was hältst du von den Tipps der großen Investoren Warren Buffett und Charlie Munger? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für langfristige Investitionen in kleine und mittelgroße Aktien nutze, ganz nach den Strategien von Warren Buffett. Und hier oben links findest du ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.